Was sagt es über die AfD aus, dass sie sich von einem Mann unterstützen lässt, der zu Gewalt aufruft? Ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen platt, um ehrlich zu sein. Das, was er da gesagt hat, das teile ich in keiner Weise. Aber dass es darum ging, den amerikanischen Präsidenten tatsächlich umzubringen und hinterher er nur um Millimeter und rein wirklich zufällig überlebt hat, ich glaube, wird gar nicht richtig adressiert. Natürlich sind solche Art von Aufrufen, das hat mit uns da an der Stelle wirklich nichts zu tun. Aber es ist ja nicht platt, wenn ich danach frage, sondern es ist ja total grundsätzlich. Und die Frage stellt sich, warum distanzieren Sie sich nicht nur von der Aussage, sondern auch von Musk? Warum sagen Sie nicht, mit einem Typen, sage ich mal, der im Wahlkampf zur Gewalt aufruft, möchten wir nichts zu tun haben? Hey Leute, heute schauen wir uns an, wie Beatrix von Storch im Morgenmagazin gegen die immer gleichen widerlichen Unterstellungen ankämpft. Es geht um Elon Musk, Trump und natürlich die AfD. Doch statt über Inhalte zu sprechen, versucht der Moderator mal wieder mit haltlosen Vorwürfen zu provozieren. Aber Frau von Storch lässt sich nicht beirren und spricht Klartext über das, was die Menschen wirklich bewegt. Wohnraum, Sicherheit und eine bessere Zukunft für Deutschland. Lasst euch diese Diskussion nicht entgehen. Gebt dem Video einen Daumen hoch, abonniert den Kanal für mehr Klartext und schreibt unbedingt in die Kommentare, wie ihr die Fragen des Moderators findet. Ich bin gespannt auf eure Meinung. Auf geht's! Ja, und dieses Online-Gespräch zwischen der Kanzlerkandidatin der AfD Alice Weidel und dem Tech-Millionär Elon Musk soll heute Abend stattfinden. Wie steht die AfD zu Musk? Wie steht sie zu Trump? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Beatrix von Storch, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Frau Storch, Elon Musk trommelt kräftig in diesem Wahlkampf für die AfD. Freuen Sie sich darüber? Selbstverständlich, das ist eine starke Stimme, der aber nur seine Meinung äußert. Er gibt kein Geld und finanziert uns, wie andere das tun mit anderen Parteien oder mit anderen Inhalten, die promotet werden, sondern er gibt Raum für eine Debatte. Jeder kann jetzt Alice Weidel live hören, er kann ihr einfach zuhören, er wird Fragen stellen, sie wird Antworten liefern. Jeder kann sich sein eigenes Bild machen und hinterher seine eigene Meinung bilden. Und ich glaube, genau so soll das sein. Und wer eine andere Meinung hat und ein anderes Bild machen will, kann auch auf X gehen und kann dort selber senden. Wir haben gerade davon gesprochen, X ist eine Plattform, die jeder nutzen kann, anders als dieses Studio. Das kann ich nicht benutzen, aber X kann ich benutzen. Das heißt, ich kann meinen eigenen Space dort machen und dort selber senden. Und genau das ist, was stattfindet. Und das hat jetzt natürlich eine große Reichweite. Und insofern soll sich bitte gerne jeder selber ein Bild von der AfD und von Alice Weidel machen. Und vielleicht auch von Elon Musk, der ja eine umstrittene Figur ist und der im US-Wahlkampf zu Gewalt aufgerufen hat. Nach dem zweiten Attentatsversuch auf Donald Trump hat er Folgendes gepostet auf der Plattform X. Und wir können da auch mal reinschauen. And no one is even trying to assassinate Biden, Kamala. Auf Deutsch, und es versucht nicht mal jemand Biden-Kamala zu ermorden. Was sagt es über die AfD aus, dass sie sich von einem Mann unterstützen lässt, der zu Gewalt aufruft? Ja, ich glaube, das ist jetzt ein bisschen platt, um ehrlich zu sein. Das, was er da gesagt hat, das teile ich in keiner Weise. Aber dass es darum ging, den amerikanischen Präsidenten tatsächlich umzubringen und hinterher er nur um Millimeter und rein wirklich zufällig überlebt hat, ich glaube, wird gar nicht richtig adressiert. Natürlich sind solche Art von Aufrufen, das hat mit uns da an der Stelle wirklich nichts zu tun. Aber es ist ja nicht platt, wenn ich danach frage, sondern es ist ja total grundsätzlich. Und die Frage stellt sich, warum distanzieren Sie sich nicht nur von der Aussage, sondern auch von Musk? Warum sagen Sie nicht, mit einem Typen, sage ich mal, der im Wahlkampf zur Gewalt aufruft, möchten wir nichts zu tun haben? Nein, dieser Typ ist der Eigentümer von X. Der zu Gewalt aufgerufen hat. Ja, Sie können jetzt darauf rumreiten. Wir können die letzten Minuten dieses Gesprächs darauf fokussieren. Aber es ist genau das, was die Leute nicht mehr mögen. Und das ist, glaube ich, genau das, was die Öffentlichkeit, ich sage jetzt mal aus dem öffentlich-rechtlichen Bereich, möglicherweise stört. Alice Weidel wird ihre Sätze ausführen können. Sie wird relevante Fragen gestellt bekommen über die Zukunft von Deutschland. Was ist das Problem in Deutschland? Wie müssen wir die Migrationspolitik machen? Ja, wie müssen wir die Energiepolitik machen? Sie werden über Themen reden und es wird nicht unterbrochen werden, so wie das auf anderen Plattformen, wie beispielsweise hier passiert, sobald man über Inhalte anfängt zu reden. Wir wollen einen Politikwechsel in Deutschland. Sie wird das darstellen können. Sie wird sagen können, wir bieten den Politikwechsel an. Die CDU verspricht ihn nur, aber sie wird dafür keinen Koalitionspartner haben. Die CDU verspricht Migrationswende, aber sie wird das mit Grünen und Rot nicht durchsetzen können. Und sie wird nicht unterbrochen werden. Und das ist genau der Punkt, der, ich glaube, jetzt alle wirklich nervös macht, dass es dort eine Plattform gibt, wo man die Gedanken einmal zu Ende führen kann und wo man
die Menschen zuhören können, um zu entscheiden, wollen wir diese Inhalte teilen oder nicht, anstatt von 4 Minuten 2 darüber zu reden, ob Musk einen Tweet gemacht hat, der vollkommen daneben ist. Naja, weil es um Grundsätzliches geht. Und mit Ihrer Begeisterung für Donald Trump geht es ja auch um Grundsätzliches. Denn Donald Trump hat als Kandidat auch zu Gewalt aufgerufen im US-Wahlkampf. Das war auf einer Wahlkampfveranstaltung, da standen die Kamerateams vor ihm. Da hat er gesagt, er hätte nichts dagegen, wenn jemand durch diese Mauer von Fake News schießen würde, also auf Journalisten schießen würde. Wir können uns das gerade mal ansehen. Ich habe hier vor mir eine Glasscheibe. Aber alles, was wir da drüben haben, sind Fake-News-Medien. Und um mich zu kriegen, muss also jemand durch die Fake-News-Vertreter schießen. Nicht, dass mir das wirklich was ausmachen würde. Ist mir egal. Das wäre mir egal. Er hat also Journalistengewalt angedroht und einem EU-Land, Dänemark, hat er jetzt auch Gewalt angedroht, weil er in Sachen Grönland auf militärische Mittel nicht verzichten will. Und Sie jubeln ihm trotzdem zu. Wissen Sie, das ist genau das, was sich jetzt gerade dreht. Und ich glaube, das müssen Sie langsam verstehen. Diese Art von Fragen lenken ab. Die Menschen finden keinen Wohnraum mehr. Die können ihren Strom nicht mehr bezahlen. Die mögen mit der öffentlichen Bahn nicht mehr fahren oder mit dem Nahverkehr, weil sie sich nicht mehr sicher fühlen. Und auf Weihnachtsmärkten sterben unsere Menschen und die werden abgeschottet wie Hochsicherheitstrakte. Das wollen die Menschen nicht mehr. Die wollen darüber reden. Dass ein amerikanischer Präsident Dinge sagt, die wir uns nicht zu eigen machen, die im deutschen Sprachgebrauch deutsch übersetzt irgendwie auch sehr komisch herkommen und vielleicht auch auf Englisch, das ist für die Menschen hier vollkommen irrelevant. Die stellen fest, dass es keinen Wohnraum mehr gibt, den sie bezahlen können und dass der öffentliche Raum verdreckt und vermüllt und die Sicherheit kaputt geht. Und das ist das, was wir adressieren wollen und das werden wir heute bei der Plattform X ununterbrochen senden können. Das Problem ist aber doch, dass Sie sich nicht klar distanzieren und damit so extrem sind, dass Sie erstens für viele nicht wählbar sind und politisch völlig isoliert sind. Sie haben keinerlei Regierungsoption, keinerlei Machtoption. Die CDU, CSU will auch wegen dieser Extreme, weil sie sich nicht von Trump und Musk distanzieren, weil sie extrem formulieren. Der amerikanische Präsident, ich darf Sie doch sehr bitten. Haben Sie keine Machtoption, weil Sie so extrem sind. Das ist doch so. Wir sehen gerade nach Österreich. Da war völlig ausgeschlossen, dass es einen FPÖ-Kanzler geben wird. Der hat jetzt den Regierungsauftrag. Auch dort hat ein Herr Nehammer ausgeschlossen, mit der FPÖ etwas machen zu wollen. Und was haben wir jetzt? Wir haben jetzt den Regierungsauftrag an die FPÖ, war vorher auch undenkbar. Das heißt, auch hier wird eines Tages der Moment kommen, dass es heißt, wenn wir einen Politikwechsel wollen, in die Richtung, die die CDU verspricht, dann funktioniert das nicht mit Grünen und mit Roten in der Koalition. Das funktioniert ausschließlich über die Inhalte. Und die Inhalte teilt an den Stellen zu großen Teilen die AfD. Das sind unsere Inhalte, mit denen die CDU Wahlkampf macht. Und das wird auffallen. Es gibt ja keine Anzeichen, dass diese Brandmauer von Seiten der Union bröckelt, auch nach Österreich. Im Gegenteil. Also ich glaube, es gibt im Moment sehr starke Anzeichen dafür, dass sich die CDU mal wieder zerlegt in diesem Wahlkampf. Wenn ich mir die Schlacht angucke, die jetzt beginnt zwischen Söder und dem Schleswig-Holsteiner, dann zerlegen die sich gerade wieder auf offener Bühne. Und ich glaube, die Menschen werden sehen, dass hier ein gäriger Haufen langsam entsteht mit der CDU, nämlich genauso wie letztes Mal. Da werden wir mal warten, wie sich die Prozente noch entwickeln und wie die Menschen die Problematik in diesem Land wahrnehmen. Wer einen Politikwechsel haben will, der muss eine neue politische Kraft wählen. Und das ist nicht die CDU, die am Ende mit oder ohne Habeck, wie Herr Merz gesagt hat, regieren wird. Also, über das Verhältnis zu Musk, zu Trump und auch über das Verhältnis zur Gewalt haben wir gesprochen mit Beatrix von Storch, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD. Vielen Dank. Sehr gerne. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben mal wieder eindrucksvoll bewiesen, dass sie auf ihrer altbekannten Schiene fahren. Provokation statt Substanz. Es geht nicht um echte Inhalte oder kritische Auseinandersetzungen. Es geht darum, Schlagzeilen zu produzieren und aufzuregen. Aber Hand aufs Herz, soll das wirklich die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sein, für den wir alle zahlen müssen? Ich denke nicht. Wenn ein Moderator mehr damit beschäftigt ist, sich wie ein altes Waschweib über Dinge zu echauffieren, die uns hier in Deutschland herzlich wenig angehen, wie etwa, was ein Amerikaner in seiner Heimat macht, dann verliert ein Interview seinen Sinn. Warum nicht mal über die echten Inhalte sprechen, über Themen, die uns wirklich betreffen? Für so etwas möchte ich keine GEZ-Gebühren zahlen.
Es ist frustrierend, wenn Interviews so platt und oberflächlich ablaufen, dass man sich am Ende mehr über den Moderator ärgert als über die eigentlich angesprochenen Themen. Vielleicht sollten sich die Öffentlich-Rechtlichen fragen, ob sie noch ihren Auftrag gerecht werden oder ob sie nicht längst zu einem Boulevardsender im pseudo-intellektuellen Gewand verkommen sind. So Leute, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt wachsam.